In einem abgelegenen Königreich namens Solstice lebte eine tapfere Ritterin namens Elara. Sie war die einzige Tochter des Königs und einer der besten Krieger des Reiches. Obwohl sie alle Fähigkeiten und das Können hatte, fühlte sie sich unvollständig. Ihr Leben veränderte sich, als sie von der verlorenen Stadt Eldoria hörte, die einst von einem mächtigen Zauber versunken war. Die Legende besagt, dass Eldoria im Herzen des verwunschenen Waldes liegt und von einem Zauber bewacht wird, der nur durch das Schwert der Gerechtigkeit gebrochen werden kann, erklärte der königliche Gelehrte. Elara war fasziniert. Ich werde diese Stadt finden und den Fluch brechen, schwor sie. Ausgerüstet mit ihrem magischen Schwert und einem Beutel voller Versorgung machte sie sich auf den Weg. Nach Tagen des Reisens durch den verwunschenen Wald voller Gefahren und Rätsel erreichte sie schließlich die verlorene Stadt Eldoria. Doch die Stadt war von einer riesigen, undurchdringlichen Mauer aus Flammen umgeben. Ich bin Elara, die Ritterin von Solstice. Ich bin gekommen, um den Fluch zu brechen, rief sie. Ein dunkles Echo antwortete. Nur das Schwert der Gerechtigkeit kann die Flammen durchdringen. Elara zog ihr Schwert und konzentrierte sich. Sie dachte an all die guten Taten, die sie vollbracht hatte, an die Menschen, die sie beschützt hatte, und die Unschuldigen, die sie gerettet hatte. Ihr Schwert leuchtete auf, und als sie es durch die Flammen schwang, verschwanden diese. Als Elara die Stadt betrat, fand sie verlassen, aber merkwürdig unberührt. Sie erreichte den Palast und fand einen Kristall, der den Fluch zu bewahren schien. Elara zerstörte den Kristall mit ihrem Schwert, und die Stadt erwachte zum Leben. Die Menschen, die einst in Stein verwandelt waren, kehrten zurück in ihre ursprüngliche Form. »Du hast uns gerettet«, rief der König von Eldoria. »Wie können wir dir danken?« Elara lächelte. »Indem ihr euer Wissen und eure Magie mit dem Reich Solstice teilt.« Die Königreiche vereinigten sich, und Elara kehrte als Heldin zurück. Sie wurde zur Beschützerin beider Königreiche ernannt und sorgte dafür, dass die magischen und geheimen Schätze von Eldoria für das Wohl aller genutzt wurden. So wurde Elara zur Legende einer Ritterin, die nicht nur durch ihre Tapferkeit, sondern auch durch ihre Gerechtigkeit und Weisheit überzeugte. Sie lebte viele Jahre glücklich, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern, aber wissend, dass sie ihre wahre Bestimmung gefunden hatte.